Zypern, 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 noch mehr aus Zypern. Hallo und herzlich willkommen beim Consulting Coach. Mein Name ist Sören Hinkel, ich bin euer Consulting Coach und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der legendären Zypern Limited. Ich erkläre euch heute in dem Video einmal, was eine initiale Gründung einer Zypern Limited kostet. Ich habe von 3 Agenturen, Schrägstrich Steuerberatern, die Kosten verglichen. Des Weiteren vergleichen wir die jährlichen, sprich die laufenden Kosten einer zypriotischen Limited. Ich erzähle dir, was dir kein zypriotischer Steuerberater je über zypriotische Limiteds erzählt. Und wir schauen uns die Best Practice und die Do's und Don'ts einer Zypern Limited an. So, damit wir uns für das heutige Video richtig verstehen. Wir nehmen einen speziellen Blickwinkel ein. Wir nehmen den Blickwinkel ein, dass du dich für das Auswandern nach Zypern interessierst, dass du nach Zypern kommen möchtest, hier wohnhaft werden möchtest, Resident werden möchtest, den Non-Dom-Status bekommen möchtest. Die Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass eine zypriotische Limited gegründet wird und du bist Geschäftsführer deiner eigenen Limited von hier aus Zypern heraus. Das bedeutet, du selber lebst auf Zypern und bist steuertechnisch hier ansässig. Für diese Präsentation nehmen wir heute diesen Blickwinkel ein. Kurz zu meiner Person. Ihr seht mich sowieso live hier mit meinem Gesicht in der Ecke, aber auf der linken Seite seht ihr mich im grauen Anzug mit grünem Pullover und braunen Flicken am Ärmel. Keine Sorge, trotz des braunen Flickens am Ärmel bin ich weder Lehrer noch Beamter. Nein, ich bin freiberuflicher SAP-MDG-Berater für die Leute aus der SAP-Szene, MDG, Master Data Governance. Ich implementiere Stammdatensysteme. Ich mache das seit 2012. Habe als Angestellter bei einem großen Konzern angefangen und bin seit 2017 Freelancer. Und wie ihr hier an meiner Vita sehen könnt, ich habe es keine 2 Jahre in Deutschland als SAP-Freiberufler oder als freiberuflicher Mensch, als freischaffender Unternehmer ausgehalten. Ich bin 2018 schon nach Zypern übergesiedelt, weil, naja, wollen wir nicht drüber sprechen. Es gibt viele Gründe. Das Steuerthema ist natürlich auch einer der Gründe, aber nicht der Hauptgrund. Und ich wohne in Limassol, wie ihr aus meinen letzten Videos mittlerweile mitbekommen habt, für diejenigen, die dem Kanal folgen. Ich habe eine Zypern Limited zur Abrechnung gegründet 2018. Halt, wie schon erwähnt, das war eine der Voraussetzungen, dass du auf Zypern ein Resident wirst, eine Limited gründest und den Non-Dom-Status bekommst. Der Non-Dom-Status ist der Status, den du willst. Der macht dich hier einkommenssteuerfrei und gibt dir weitere Vorteile. Du willst, wenn du herkommst und auf Zypern leben willst, nicht ohne den Non-Dom-Status leben. Wer kriegt generell den Non-Dom-Status? Eigentlich jeder Europäer. Ich kenne keinen Europäer, der jemals in diesem Antragsprozess abgelehnt wurde. Gut, deine Eltern, speziell dein Vater, dürfen nicht zypriotisch sein. Das heißt, non-domesticized, soweit ich weiß. Das heißt, wenn dein Vater Zypriote ist oder vorher schon auf Zypern gelebt hat, dann bekommst du das nicht. Aber im Normalfall, ich meine, ich richte mich jetzt hier an deutsche Zuschauer, normalerweise ist dein Vater kein Zypriote und es hat noch niemand deiner Familie vorher auf Zypern gelebt. Von daher ist der Non-Dom-Status eigentlich für uns ein No-Brainer. So, wozu nutze ich die Zypern Limited? Ganz einfach. Ich habe Kunden in der EU hauptsächlich. Ab und zu ist auch mal ein Recruiting-Unternehmen, die mich einkaufen, in London oder in England ansässig, aber ansonsten benutze ich meine Limited zur Abrechnung meiner SAP-Beratungsdienstleistung in die EU. So easy. Also ganz einfach und das funktioniert auch problemlos. Meine Kontaktdaten findest du wie immer unten in der Videobeschreibung und bitte, wenn dich der Content interessiert, das Liken und Abonnieren nicht vergessen, so dass du auch keine neue Folge, die wöchentlich rauskommt, verpasst und immer auf dem aktuellsten Stand mit dem Thema Zypern, Zypern, Zypern bleibst. Disclaimer, ganz wichtig. Ähnlich wie der Blickwinkel, damit wir uns heute hier richtig verstehen. Ich bin kein Steuerberater und ich werde auch niemals Steuerberater werden und will auch gar kein Steuerberater sein. Das bedeutet gleichzeitig, was du jetzt hier konsumierst an Inhalt, ist auch keine Steuerberatung. Ich zeige dir die Praxis als Inhaber einer Zypern Limited. Wie schon erwähnt, ich habe diese Gesellschaft seit 3 Jahren und nutze sie in der Praxis aktiv. Und dieses Praxiswissen gebe ich dir hier mit. Steuerliche Themen solltest du bitte immer mit einem Fachmann besprechen, sprich mit einem Steuerberater besprechen, vor allem wenn es komplex wird. Aber du solltest generell immer, wenn du solche Themen wie Auswandern in ein neues Land angehst, dir immer einen Steuerberater suchen und mit dem alles besprechen, weil ich bin es nicht. Von daher, ich kann dir keine Garantien geben, dass die Inhalte immer 100% richtig sind
und ich übernehme auch gar keine Haftung hier für meine Aussagen. Wie schon gesagt, das ist Entertainment und keine Steuerberatung. Ein wichtiger Punkt, ich weiß nicht, wann du das Video sehen wirst. Es kann sein, also wir haben es jetzt 2021, Mitte 2021. Es kann sein, dass du dir das Video in 3 Jahren anguckst. Weiß ich nicht. Das Video ist auf YouTube verfügbar. Das heißt, die Inhalte können sich geändert haben. Deshalb nagel mich jetzt bitte nicht 100%ig darauf fest, dass die Zahlen, die ich dir jetzt nenne, in 3 Jahren noch genau die gleichen sind. Höchstwahrscheinlich wird es nicht so sein. So, kommen wir zum Warum. Warum gebe ich dir dieses Wissen mit? Warum mache ich dieses Video hier? Einfachster Grund, weil als ich vor 3 Jahren nach Zypern gekommen bin, hätte ich gern solche Informationen gehabt. Ich habe Fehler gemacht, kostspielige Fehler, und ich möchte, dass du dir, wenn du dir das Video angeschaut hast, diese kostspieligen Fehler gerne vermeiden kannst, denn sie sind unnötig. Das Warum. Du bist vorbereitet für dein Gespräch mit den Agenturen. Und ich nenne die Steuerberater hier jetzt auf Zypern Agenturen. Das heißt, wenn ich das Wort Steuerberater oder Agentur oder Steueragentur in den Mund nehme, meine ich hier in diesem Video immer dasselbe. Du bist nach diesem Video vorbereitet für das Erstgespräch mit den Agenturen. Du kannst die richtigen Fragen stellen, weil, wenn du dir das Video angeschaut hast, automatisch die richtigen Fragen in deinem Kopf für dich und dein Setup getriggert werden und du sie dir aufschreiben kannst. Und in diesem Erstgespräch kannst du dieses Vorwissen schon mit reinnehmen, um die richtigen Fragen zu stellen. Des Weiteren, damit du weißt, wann man dir Märchen erzählt. Ganz einfach. Es wird in der Geschäftswelt auch viel gelogen. Nächster Punkt. Es gibt 2 große Fehler, die du vermeiden solltest. Generell. Unabhängig von Zypern oder wo auch immerhin du auswandern möchtest. Der erste Fehler ist, eine Geiz-ist-geil-Mentalität zu haben. Das bedeutet, bis auf die Nachkommastelle genau auf den Cent Angebote von Agenturen zu vergleichen. Diese Geiz-ist-geil-Mentalität, die kann dir ja zum Verhängnis werden, und diese Geiz-ist-geil-Mentalität, vor allem wenn es in Sachen Steuerberatung geht, das bricht dir das Genick. Warum ist das so? Erstens. Auf Zypern ist es ein bisschen anders als in Deutschland. Auf Zypern bist du für deine Steuern zuständig. Dein Steuerberater, der macht die Steuererklärung, der macht Audits, Buchhaltung, alles Mögliche. Das ist nicht das Problem. Aber wenn irgendwas damit schiefläuft und das Finanzamt dir auf Deutsch gesagt ans Bein kacken will, also das zypriotische Finanzamt, unwahrscheinlich, aber die Chance ist auch nicht null, dann bist du für deine Steuern und deine Audits und deine Jahresabschlüsse, du bist persönlich dafür haftbar und verantwortlich. Das ist anders als in Deutschland, wo der Steuerberater mit im Boot sitzt. So, das bedeutet, dadurch, dass der deutsche Steuerberater immer mit haftbar ist er, sagen wir mal, auf Vorsicht gebaut. Deutsche Steuerberater sind meistens nur der verlängerte Arm des Finanzamtes. Das heißt, sie gehen sehr konservativ an die Sache ran, weil sie halt mit haftbar sind. Hier auf Zypern sind sie halt nicht mit haftbar. Das bedeutet, der kreativen Steuergestaltung hier auf Zypern sind die Türen geöffnet. Von daher musst du vorsichtig sein mit dem, was der Steuerberater für dich tut. Und mit der Geiz-ist-geil-Mentalität, wenn du den günstigsten suchst, dann kriegst du nicht automatisch den besten Steuerberater. Und hier ist Qualität der Steuerberatung das A und O. Aus der Praxiserfahrung heraus kann ich dir das sagen. Qualität ist das A und O. Wenn du einen guten Steuerberater findest, dann ist das egal, wie viel der kostet, ehrlich. Ich habe auch den Fehler am Anfang gemacht. Ich war bei einer günstigen Agentur am Anfang, die Firma mit den 3 großen Buchstaben in Larnaca, die sehr gut Marketing und Werbung im deutschsprachigen Raum macht. Ich bin da auf die Schnauze geflogen, da kommen wir später noch zu. Aber diese Geiz-ist-geil-Mentalität und den günstigsten Anbieter auswählen, bricht dir das Genick. Da kannst du drauf wetten. Der zweite Fehler, das ist herrlich, das habe ich hier auch erst auf Zypern gelernt. Das ist Don't go zero. Und auf diese Aussage, die von meinem jetzigen Steuerberater stammt, über dieses Thema hatte ich mit meinem jetzigen Steuerberater vor circa 1,5 Jahren mal ein intensives Gespräch. Und das Gespräch möchte ich jetzt hier wiedergeben. Und dieses Don't go zero, geh nicht auf 0% Steuern, das muss ich jetzt im Detail erklären. Das ist auch sehr wichtig. Das ist auch ein entscheidender Faktor, wie sicher du nachts oder wie ruhig du nachts schlafen kannst. Aber don't go zero, lass das erstmal sacken. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Und jetzt komme ich darauf, was das bedeutet. Du guckst dir das Video an und du spielst mit dem Gedanken, eine zypriotische Limited zu gründen. Zypern ist kein Nullsteuerland.
Und wenn du das Internet durchforstest, diverse Foren, Auswandererblogs, Pipapo, wie auch immer, dann gibt es auch immer Leute, die Ideen haben oder Angebote haben für 0% Steuern. Ein Beispiel zum Beispiel, jetzt Stand 2021, sind diese 0% IT-Firmen in Georgien. Das heißt, wenn du in Georgien eine Firma aufmachst, die mit IT zu tun hat, da brauchst du ein spezielles Zertifikat, was du dort beim Finanzamt beantragen musst. Weil wenn du nachweisen kannst, dass du eine IT-Firma hast, dann zahlst du auf diese Firma 0% Steuern. Das ist erstmal besser als 12,5% Steuern in Zypern zu zahlen. So, aber don't go zero. Don't go zero bedeutet, geh nicht auf Null, weil wirklich auf Null gehen, das ist Schnee von gestern. Null Steuern zahlen, das hat vor 10, 15 Jahren noch funktioniert. Aber wirklich, um auf Null zu gehen und das von Dauer und Bestand zu haben und dass du nachts noch ruhig schlafen kannst, die Zeiten sind seit 10 Jahren vorbei. 0% Steuern, das sind meistens Lockvogelangebote. Das heißt, es sind Länder, die locken dich damit an, dich und deine Firma, aber du zahlst für jeden anderen Scheiß, weil du zahlst dann keine Steuern, aber glaub nicht, dass du deine Firma und dein Leben dann da umsonst irgendwie bestreiten kannst. Also du zahlst irgendwas, zahlst du immer. Und wenn du wenn du keine Steuern zahlst, weil du ein 0% Steuerangebot irgendwo aus irgendeiner Jurisdiktion hast, dann zahlst du für jeden anderen Scheiß. Dann kostet jedes Fingerheben in der Buchhaltung 50 € oder so. Also dieses 0% Steuern, das ist ein Lockvogelangebot. Du zahlst dann für jeden anderen Scheiß. So. Der zweite Punkt ist, diese Länder, die das anbieten, auch wieder Lockvogelangebot, das machen die so lange, bis die genug Firmen angelockt haben. Und dann sagen sie, okay, jetzt haben wir zum Beispiel 100.000 Firmen angelockt, die dieses 0% Steuerangebot nutzen und jetzt heben wir die Steuern an. Weil viele Firmen, die werden dann sagen, okay, ja, jetzt geht es von 0 auf 5% Steuern hoch, aber bevor ich mein Setup jetzt hier abreiße, irgendwo was Neues aufbaue, dann schlucke ich halt die 5% Steuern. Und 5 Jahre später geht es auf 10% Steuern hoch und auf 15%. Also dieses 0% Steuern, das ist ein Lockvogelangebot, das ist niemals von Dauer. Die Länder gucken sich das so lange an, bis sie genug Firmen angelockt haben und dann heben sie die Steuern an. Der nächste Punkt ist, dass es sich meist um sogenannte Blacklist-Länder handelt. Das heißt, um Länder, die von der OECD auf irgendwelchen Steuerfahndungslisten stehen, auf irgendwelchen Blacklisten. Generell Länder, aus denen heraus du deinen Kunden in der EU keine Rechnung schreiben kannst, weil der Kunde, sprich das Finanzamt vom Kunden, dann diese Rechnung niemals anerkennen würde. So, das sind Blacklist-Länder häufig. So, oder wie in Georgien erwähnt, mit diesen nur IT-Firmen, es sind Nischenangebote, aber die sind nie von Dauer und nie von Bestand. So. Und der nächste Punkt ist dein neues Heimatland, wohin du auswandern willst. Wir sprechen ja jetzt hier über Zypern, aber es ist egal, ob du nach Frankreich, Panama oder sonst wohin auf der Welt ziehst. Dein neues Heimatland, wo du dann Resident bist und steueransässig bist und wohnst. Dein neues Heimatland sieht das nicht gerne. Und auf kurz oder lang werden die das mitbekommen. Der weltweite Datenaustausch findet immer weiter statt. Die Datenaustauschabkommen, BEP und sowas, Reporting Standards und sowas, das wird immer weiter internationalisiert. Daten fließen heutzutage um die Welt. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis selbst die Blacklist-Länder irgendwie reporten müssen und ihre Shareholder, ihre Firmeninhaber nennen müssen. Von daher, das ist ein Spiel gegen die Zeit und Papier ist geduldig und das wirst du verlieren. Denn selbst wenn du sowas machst und 10 Jahre später fliegt das auf, dann bist du immer noch am Arsch. Denn Papier ist geduldig. So, also dein neues Heimatland sieht sowas nicht nicht gerne. Von daher vermeide solche 0% Steuersachen. Das ist immer mit heißer Nadel gestrickt. Und wenn du nachts ruhig schlafen willst, auch in 10, 15 Jahren noch, dann mach sowas bitte nicht. Die Lösung ist Zypern. Du hast keine 0% Steuern, aber sind wir mal ganz ehrlich, Zypern hat 12,5% Steuern, Corporate Tax, Körperschaftssteuern. Zypern hat 0% Steuer auf Dividendenausschüttung, das heißt dann auf persönlicher Ebene, der Einkommenssteuerebene, wenn du die Dividenden ausschüttest, also du brauchst den Non-Dom-Status. Wenn du den hast, gilt das. So, das heißt, du schüttest dir Dividenden aus, zahlst 0% Steuern auf die Dividendenausschüttung, das heißt, du hast das Geld mit 0% Steuern in der Tasche.
Was noch dazu kommt, ist halt 2,65% bei jeder Dividendenausschüttung als Abgaben in das Gesundheitssystem. Das tut aber nicht weh. Und der Vorteil ist, ich meine, Zypern hat 12,5% Steuern. Ich weiß, wie das ist. Wir kommen aus Deutschland. Das ist das steuerlich gesehen das teuerste Land der Welt mittlerweile. Wir fühlen uns ausgeraubt, wir fühlen uns verarscht und bestohlen. Und so ging es mir auch. Und deshalb haben wir diese 0%-Mentalität, weil wir wollen uns die Dinge zurückholen, die uns geklaut wurden. Geistig gesehen. Also das ist unser mentales Mindset, unser Mindset generell, unsere Glaubenssätze. Und das ist auch vollkommen normal und vollkommen menschlich, weil wir uns halt ausgeraubt fühlen von Deutschland, vom Finanzamt. Und deshalb sind wir dann wollen wir hart gegen den Wind segeln und genau diese 0% Steuern haben. So. Aber das ist nicht gut, das ist zu aggressiv. Von, sagen wir mal, realistisch gesehen in Deutschland als Freiberufler 50% Steuerlast plus weitere Abgaben, wenn du noch die Konsumsteuern, die Energiesteuer, Mehrwertsteuer und dies und das und jenes mit reinrechnest, du bist locker bei 70% Steuerbelastung. Von 70% Steuerbelastung auf 0%, das ist hart, das ist too much, das ist ein bisschen zu viel. Von daher, überleg mal. Don't go zero. Zypern hat 12,5%. Das ist fair. Wenn du das mal 2-3 Jahre in der Praxis erlebt hast, dann hat sich dieses Mindset so ein bisschen abgebaut. Ich war am Anfang halt, wie schon erwähnt, auch so drauf. Ich brauche jetzt 0%, weil ich mich aus Deutschland ausgeraubt gefühlt habe. Und ich dachte, mir steht das zu, mir durch diese aggressive 0% Steuerstrategie was verloren gegangenes wiederholen zu können. Aber das ist verloren, das holst du nicht wieder. Und jetzt nach 3 Jahren auf Zypern mit 12,5% Steuern, hey, ich kann jetzt super damit leben. Ich habe dieses Mindset aus Deutschland abgebaut und glaubst mir, 12,5% ist ein super Deal. Vor allem, du darfst nicht vergessen, dass wir hier in der EU sind. Und das ist, sagen wir mal, firmentechnisch gesehen ein Vorteil, weil die Zypriotische Limited ist eine europäische Gesellschaft mit einer europäischen Umsatzsteuernummer, mit einem europäischen zypriotischen Handelsregister, wo die Firma auch auf Compliance geprüft werden kann. Ab und zu verlangt das ein Kunde von mir, dass ich ihn das Handelsregister nenne und die Registrierungsnummer der Firma nenne, dass er halt seine Compliance-Prüfung machen kann. Und da gewinnt dann die Zypriotische Limited, weil es eine europäische Kapitalgesellschaft ist. Von daher 12,5% Steuern auf Zypern, 0% Steuern auf Dividendenausschüttung ist ein mega fairer Deal, don't go zero. Okay, kommen wir nun zum großen Vergleich. Ich habe für dich die Unterlagen, also ich habe Angebote von 3 Agenturen vorliegen und ich möchte diese Angebote der 3 Agenturen vergleichen und wir finden erstmal die initialen Gründungskosten heraus und im zweiten Schritt dann die jährlichen laufenden Kosten, die dich eine zypriotische Limited dann im Unterhalt kostet. Vorweg, dieser Vergleich war gar nicht so einfach, weil die unterschiedlichen Agenturen, also die Agentur 1 sitzt auf Zypern logischerweise, bietet auch deutschsprachigen Support an, hat auch deutschsprachige Leute. Die Agentur 2 sitzt auch auf Zypern, das sind beides Agenturen in Larnaca mit 3 Buchstaben. Und die Agentur 2 ist auch deutschsprachig mit deutschem Support und die Agentur Nummer 3 ist rein zypriotisch, macht nur auf Englisch Steuerberatung und sitzt in Limassol. So, ich habe mit allen 3 Agenturen Praxiserfahrung, mehrere Jahre und von daher würde ich mir mal erlauben, ich kann hier einen relativ objektiven Vergleich erzielen. Nichtsdestotrotz ist es gar nicht so leicht, dies zu tun, weil die Agenturen ihre Dienstleistungen gerne anders schachteln und clustern, so dass ein Runterbrechen auf die Themen hier Gründung, Bankkonto, Residenzen und DOM gar nicht so einfach ist, weil die alle unterschiedliche Pakete haben. Bei dem einen ist dann das mit drin, dafür das nicht, dann wieder das und das musst du dann alles ummodeln und umrechnen und irgendwie geclustert bekommen. Von daher, da steckt ein bisschen Gehirnschmalz drin, das ist nicht einfach nur stumpf Angebote ablesen und eintippern. So, genau. Das tut jetzt aber nichts zur Sache. Wichtig zu wissen, das Sternchen hinten bedeutet immer, da kommt die Mehrwertsteuer oder auf Zypriotisch, Englisch VAT, Value Added Tax hinzu. Das ist aber an sich auf Firmenebene kein Problem, da wie in Deutschland die Mehrwertsteuer eigentlich ein durchlaufender Posten ist. So. Agentur Nummer 1. Die Gründung kostet 2.650 €. Es wird angeboten, dass du ein Bankkonto dazu bekommst.
Ja, ich saß da auch im Beratungsgespräch und im Endeffekt gab es einen riesen Blumenstrauß an potenziell internationalen Bankkonten, die für einen eröffnet werden sollten. In der Praxis war es dann nicht so rosig. In der Praxis hieß es dann, ja, wir haben Bank of Cyprus oder nichts. Also friss oder stirb. Bank of Cyprus wollte ich nicht haben. Von daher wurde ich dann quasi mit meinem Bankkonto allein gelassen. So. Residenz, also Resident werden, Non-Dom-Status beantragen, ist hier dann mit 490 € veranschlagt, plus dann die fürs erste Jahr die Buchhaltung 1 bis 50 P.A, das heißt per anno 1 bis 50 Buchungssätze pro Jahr, plus den offiziellen Jahresabschluss, ist hier mit 2.250 € veranschlagt. Da habe ich dahinter geschrieben plus X. Warum? Weil bei den Buchungssätzen, das ist Bauernfängerei, das ist eine Falle. Da bin ich auch drauf reingefallen. Und zwar, hier steht Buchhaltung 1 bis 50 Buchungssätze pro Jahr. Da denkst du, okay, ich bin eine One-Man-Show, ein Dienstleister, IT-Berater, Berater, Coach, Consultant. Ich schicke einmal pro Monat meinem Kunden eine Rechnung für meine Consulting-Dienstleistung in meinem Projekt zum Beispiel. Da denkst du, du kommst mit 50 Buchungssätzen locker ein Jahr aus. Das ist aber falsch gedacht. Das ist Bauernfängerei, da bin ich auch drauf reingefallen. Ein Buchungssatz, so wie wir uns das im Kopf denken, sind für diese Agenturen 4 Buchungssätze, weil du bist in der Firma und du hast eine Bilanz. Du schreibst einem Kunden eine Rechnung zum Beispiel, sagen wir mal innerzypriotisch. Du schreibst einem Kunden eine Rechnung, so, dann hast du die Rechnung, die wird gebucht plus, du bist in der Firma, du hast eine Bilanz plus Gegenkonto. Das heißt, deine normale Rechnung plus Gegenkonto sind 2 Buchungssätze plus VAT. Die Mehrwertsteuer, die wird ja auch irgendwie gebucht samt Gegenkonto. Das heißt für uns, eine normale Buchung sind 4 Buchungssätze. Und dann siehst du auch ganz schnell, dass diese 50 Buchungssätze, die sind nach 2 Monaten, spätestens 3 Monaten sind die aufgebraucht. Und deshalb steht da plus X. Dann kommst du nämlich ins nächst höhere Buchhaltungspaket, wo du dann 250 oder 500 Buchungssätze pro Jahr drin hast. Und da zahlst du dann nochmal 750 € on top. Also mit den Buchhaltungssätzen bitte aufpassen, das ist Bauernfängerei. Von daher habe ich da plus X geschrieben. Ich war jetzt mal gnädig mit dieser Agentur und habe den günstigsten Buchungssatz, eine bis 50 Buchungen veranschlagt, aber geh mal von aus, da kommen nochmal 500 € locker on top, weil 4 Buchungssätze sind eine normale Buchung. So. Die private Steuererklärung ist in diesem Angebot inklusive. Der Annual Levy, der ist immer gleich, 350 €. Das ist sozusagen, wo die Regierung sagt, hey, 350 € Firmenerneuerungsgebühr jedes Jahr. Also der Annual Levy, das ist nicht bei den Agenturen, das ist hier beim zypriotischen Staat. Kannst du mit rechnen, jedes Jahr 350, einmal bitte Lizenz oder sowas erneuern, das ist fix. Das heißt, für die Agentur 1 kommen wir auf einmalige Kosten von 5.740 € und dann jährlich laufende Kosten 2.600 € plus halt das Mehr an Buchungssätzen real gesehen. Okay, Agentur Nummer 2. Die Gründung kostet bei der Agentur Nummer 2 2.360 €. Auch hier ist ein Bankkonto inklusive, aber hier ist es nicht die Bank of Cyprus. Hier wird damit geworben, dass es ein Fintech-Bankkonto sein soll. Das heißt Revolut, Paysera, Payoneer etc. Diese Fintech-Firmenkonten oder TransferWise, Wise zum Beispiel. Ich habe auch ein Konto bei Wise, das ist kein Problem. Aber im Endeffekt, ich habe es bereits erwähnt, mit den Bankkonten in der Praxis wirst du immer alleine gelassen, egal bei welcher Agentur. Von daher, jetzt Bank of Cyprus ist teuer, schlecht, überbürokratisch und manche Geschäftsmodelle, also zypriotische Banken lehnen gerne mal Geschäftsmodelle, die mit Internet oder so zu tun haben, ab, weil die hier ein bisschen dumm sind, die kapieren das nicht. Also wenn du Maler, Maurer, sonst was bist, das verstehen die, aber wenn du sagst, hey, ich bin so E-Commerce-Händler, Dropshipper, Amazon FBA, das rallen die Banken hier nicht. Dafür sind die einfach zu weit hinterm Berg. Also da hast du Probleme, aber da gibt es dann die Fintech-Lösung. Also in der Praxis irgendwie wird es schon klappen, musst du dich durchwurschteln. Du wirst mit den Bankkonten, wie schon erwähnt, sowieso immer allein gelassen. So. Dann bei Agentur Nummer 2, Residenz- und Non-Dom-Status, habe ich jetzt nichts gefunden explizit, dass das mit drin ist. Das habe ich ein Fragezeichen, habe ich da reingeschrieben. Ich würde es jetzt einfach mal rausnehmen, weil wenn es nicht drin steht, dann ist es nicht mit drin. Ich habe trotzdem erstmal ein Fragezeichen reingetan, aber gehe mal davon aus, dass es hier in diesem Fall nicht mit drin ist. Dasselbe Spiel wieder, Buchhaltung, einer bis 50 Buchhaltungssätze per anno plus Jahresabschluss.
In dem Fall hier 3.400 €. Private Steuererklärung ist wieder ähnlich. Habe ich nicht gefunden, dass es mit drin ist. Von daher habe ich es jetzt auch erstmal nicht mit angenommen, dass es drin ist. Annual Levy 350 €, dasselbe. Das heißt, bei der Agentur 2, die auch in Larnaca ist, haben wir 6.110 € plus VAT als einmalige Gründungskosten. Da bist du dann wie mit der Agentur Nummer 1 für 12 Monate erstmal safe und danach jährlich dann ab dem 13. Monat dann die 3.750 € pro Jahr, um deine zypriotische Limited am Laufen zu halten. Kommen wir zur Agentur Nummer 3. Die Agentur Nummer 3, das ist die Agentur hier in Limassol, die nur zypriotisch, also nur Englisch kann. Bei der habe ich meine Zypern Limited jetzt. Ich bin von Agentur 1 nach 8 Monaten zur Agentur 3 gewechselt, weil ich mit Agentur 1 überhaupt nicht zufrieden war. Da kommen wir aber später noch drauf in diesem Punkt, was dir die Leute oder die Agenturen halt nicht erzählen. So, das heißt Agentur 3, Gründung 1.200 € plus VAT, Bankkonto habe ich jetzt keine Informationen zu gefunden, aber wie schon gesagt, mit Bankkonto bist du sowieso immer allein gelassen. Residenz und Non-Dom ist auch nicht mit drin. Buchhaltung und Jahresabschluss. In diesem Fall ist es so, die Buchhaltung und der Jahresabschluss kosten 4.110 €, wie ihr lesen könnt, aber ich habe eine 360 dahinter geschrieben, weil es sind 360 Buchungssätze mit drin pro Jahr. Das bedeutet, hier habt ihr das richtige Paket. Mit 360 Buchungssätzen pro Jahr solltet ihr normalerweise auskommen. So, aber ihr seht, das ist hier dann ein bisschen teurer. Wenn wir 1 und 3 vergleichen, ist es deutlich teurer. Aber hier seid ihr auf jeden Fall gedeckelt. Das ist safe, das passt. Bei 1 und 2 müsst ihr mehr Kosten mit einrechnen. So, private Steuererklärung ist hier auch inklusive. Annual Levy, wie immer, die Firmenkosten, die Firmenerneuerungskosten auch mit drin, 350 €. Dann haben wir hier einmalig 6.310 € plus Märchensteuer und jährlich dann 4.460 € Kosten plus Mehrwertsteuer. Soweit, so gut. Relativ trocken das Thema, aber was ich euch mitgeben möchte ist, es sind jetzt 3 Agenturen mit 3 unterschiedlichen Zahlen. Ihr seht, sie sind alle ein bisschen im Preis unterschiedlich, aber es geht ja, wie ich es am Anfang gesagt habe, Geiz ist geil. Es geht ja jetzt nicht darum, auf die zweite Nachkommastelle, auf den Cent genau hier eure Kosten zu optimieren. Das ist eine Übersicht. Das gibt euch ein Gefühl, einen ersten Einblick, welche Kosten realistisch sind. Und ihr könnt jetzt einschätzen, okay, wenn ich jetzt bei einer Agentur lande, die mir eine Gründung für 1.000 € anbietet, dass das vielleicht ein bisschen unseriös ist. Weil die anderen sind halt deutlich teurer und das hat einen Grund, warum die das für 1.000 € anbieten. Vielleicht fehlt da die Hälfte. So, wenn jetzt aber andererseits eine Agentur, wenn ihr im Gespräch sitzt und die sagen, es kostet 10.000 €, dann wisst ihr genau auf der anderen Seite auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen teuer. Also das hier gibt euch ein Gefühl dafür, was das kostet, sowohl in der Gründung als auch im Unterhalt. Wenn es jetzt Abweichungen nach oben oder nach unten gibt, fragt euch bitte, warum. Vielleicht ist da nicht ganz koscher mit den Angeboten, wenn sie übermäßig teuer oder übermäßig günstig sind. Von daher, das ist hier ein Vergleich, der euch leiten soll. So, dann der nächste Punkt, die kleinen Nebenkosten. Jetzt kommen wir eigentlich zu diesem Thema, was die Agenturen euch nicht erzählen. Und zwar sind das die kleinen Nebenkosten. Ihr werdet immer wieder mit kleinen, feinen Nebenkosten bombardiert werden für gewisse Dinge, die ihr für eure Firma braucht. Das ist auf Zypern relativ kostspielig, in anderen Ländern ist das günstiger. Was sind die kleinen Nebenkosten? Zum Beispiel, wenn ihr ein privates Steuerzertifikat oder auf Englisch das Tax Residency Zertifikat braucht. Das braucht ihr nicht häufig, aber es kann mal vorkommen, dass mal jemand nachfragt und sagt, ja, Moment, Kollege, wo bist du eigentlich privat steuerlich ansässig? Dann brauchst du ein privates Steuerzertifikat und das muss dir hier das Finanzamt oder die Regierung von Zypern ausstellen. So ein privates Steuerzertifikat, das sind dann diese offiziellen Dienstleistungen von den Behörden, die halt teuer werden. Ich meine, du zahlst auf Zypern nur 12,5% Steuern. Das ist das, was ich meine, die lassen sich dafür dann andere Dinge ein bisschen vergolden, weil irgendwie muss das Geld ja reinkommen. So, für das Dokument selber, für die Ausstellung zahlst du 150 € plus VAT, Mehrwertsteuer, und dann muss das gestempelt werden. Die Stamps, die kosten nochmal 127 €. Mit diesen Stempeln bin ich auf Zypern auch am Anfang überhaupt nicht warm geworden, das habe ich nicht kapiert, aber wir haben hier auf Zypern dieses alte englische System. In Deutschland ist es so, du gehst in eine Behörde, du kriegst ein Dokument und dann bezahlst du mit Karte und dann ist die Dienstleistung bezahlt. Auf Zypern wird die Behördendienstleistung mit Stempeln bezahlt. Das heißt, je nach
Wert des Dokuments müssen entsprechend, also diese Stempel, die sehen aus wie Briefmarken, da müssen dann diese Briefmarken überall draufgeklebt werden. Ich habe schon Zertifikate gesehen, da war der ganze Rand und unten alles vollgeklebt mit Briefmarken. Und diese Stempel, dann kommen nochmal ein paar Stempel, ein paar Unterschriften drauf. Und also Zyprioten werden feucht, wenn sie Stempel sehen. Ne? Je mehr Stempel und je mehr Marken da draufkleben, desto feuchter, desto besser, wirklich. Also diese Stempeln kosten dann halt auch nochmal 127 €, was im Endeffekt dann die Bearbeitungsgebühr oder sowas darstellt. Und das ist auf Zypern so und das hast du in anderen Ländern auch so, dass du halt Stempelgebühren bezahlst und offizielle Regierungsdokumente dann halt auch mal etwas teurer sind insgesamt gesehen. Der nächste Punkt, selbe. Du brauchst als Direktor deiner eigenen Limited, deiner eigenen zypriotischen Limited, bist du als Geschäftsführer eingestellt. Und es kann sein, dass irgendwer einen gestempelten Arbeitsvertrag von dir sehen möchte. Zum Beispiel bei der privaten Bankkontoeröffnung. So, diesen Arbeitsvertrag, gut, den kannst du dir selber ausstellen. Das ist kein Problem. Das ist ein Word-Dokument, aber der muss auch wieder gestempelt werden. Und die Gebühren, die Stempelgebühren richten sich nach Höhe deines Gehaltes. Ich habe jetzt mal hier 5 € angenommen, weil ich mir relativ niedriges Gehalt auszahle. Aber das kann auch mal 10, 15, 20, 25, 30 € werden, weil du brauchst das eigentlich. Und ich wusste das auch nicht. Und da habe ich meinen ersten Arbeitsvertrag selber erstellt, 6 Monate, nachdem ich mir den Vertrag schon gegeben hatte. Und dann waren das eigentlich 6 Monate überfällig und ich habe 20 € nochmal on top Strafgebühren sozusagen bezahlt, weil ich meinen Arbeitsvertrag erst 6 Monate nach der Erstellung habe stempeln lassen. Wie blöd, anstatt einfach das Datum im Arbeitsvertrag auf den, keine Ahnung, zum Beispiel heute ist der 7. Juli, auf den 1. Juli zurückzudatieren. So, aber gut, Lessons learned, das sind so die kleinen Dinge, die man dann in der Praxis lernt. Der nächste Punkt, Employers Liability Insurance, ist eigentlich Pflicht, wenn du als Geschäftsführer oder als Direktor deiner Limited angestellt bist. Das weiß hier kaum jemand. Eigentlich musst du dich verpflichten. Das ist eine Art Betriebshaftpflichtversicherung, die du für dich als Angestellter, als Direktor deiner Gesellschaft, deiner zypriotischen Limited abschließen musst. Das ist eigentlich gesetzlich verpflichtend. Kostet halt auch 750 € pro Jahr. Weiß kaum einer. So. Und der nächste Punkt ist dasselbe mit einem Mietvertrag für deine Firma. Selbst wenn deine zypriotische Limited hier in deiner Wohnung sitzt, das ist bei mir auch so, meine Limited hier, ich bin hier in meinem Office, das ist mein Büroraum. Meine Firma ist hier in meiner Wohnadresse gemeldet, aber du musst, wenn dich jemand danach fragt, einen Mietvertrag ausstellen, wo nachgewiesen werden kann, dass deine Firma hier residiert. Und auch der muss wieder gestempelt werden, was wieder Stempelgebühren kostet. So, das sind so die kleinen Nebenkosten. Das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Wir wollen es jetzt nicht unendlich in die Länge ziehen, aber mit solchen Sachen musst du halt rechnen, die du aus Deutschland nicht gewohnt bist, wenn du nach Zypern gehst oder in irgendeine andere Jurisdiktion. So. Der nächste Punkt ist, was dir keine Agentur, also kein Steuerberater je erzählen würde. Hier wird es jetzt richtig spannend. Was dir keine Agentur je erzählen würde, ist zum Beispiel, dass wenn du mit diesen Agenturen in einem Steuerberatungsgespräch oder in einem Erstgespräch zur Steuerberatung sitzt, wenn du ganz neu auf Zypern bist, die führen Verkaufsgespräche mit dir. Das sind keine Beratungsgespräche. Ein Beratungsgespräch würde darin bestehen, dass sie deine Ist-Situation aufnehmen und dass sie anhand deiner individuellen persönlichen Bedürfnisse einen Plan für dich entwickeln und dir dann entsprechend deine Firma oder dein Konstrukt aufbauen. Das findet in der Praxis so gut wie nie statt. Ich hatte das auch mit der Agentur 1, die ich erwähnt hatte. Das sind reine Verkaufsgespräche, die verkaufen dir ihre Standardpakete, weil da haben sie am meisten Umsatz, am meisten Rendite und am wenigsten Aufwand. Wenn du nicht vorbereitet bist, dann lässt du dir den Scheiß andrehen, ohne selber mal aufzumucken und auf deine persönlichen Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Das ist auch einer der Gründe, warum es dieses Video jetzt hier gibt. So, also Agenturen führen immer Verkaufsgespräche, keine Beratungsgespräche. Bereite dich darauf vor, dass du Fragen stellen kannst, dass es ein Beratungsgespräch wird. Du musst das Beratungsgespräch triggern, ansonsten bist du einfach nur passiv in einem Verkaufsgespräch drin. Nächster Punkt. Warum führen sie Verkaufsgespräche und keine Beratungsgespräche? Weil diese Firmen, die sitzen hier auf Zypern und die machen Zypern Limiteds und vielleicht auch manche größere Firmen, auch Dubai, Panama und Legoland Limiteds, keine Ahnung. Aber dein Deutschlandsteuerkram, deine Altlasten, das Zeug, was du noch in Deutschland hast, das interessiert die nicht, das können die auch nicht und das wollen die auch nicht. Das ist der Grund, warum die Verkaufsgespräche und keine Beratungsgespräche führen. So, das bedeutet, mit deinem DE-Steuerkram bist du im Endeffekt immer irgendwie allein gelassen und dein DE-Steuerkram, dein Deutschlandsteuerkram, den regelst du bitte noch vor deiner Auswanderung in Deutschland
Und was du dann auf Zypern machst mit den zypriotischen Agenturen, da hast du bitte nur die Zypernbrille auf, regel deine Altlasten aus Deutschland, in Deutschland mit deutschen Steuerberatern, denn die zypriotischen Firmen vor Ort hier, die tun das nicht für dich. Der nächste Punkt. Oh, je besser das Marketing, desto schlechter der Service. Auch wieder Agentur 1 aus Larnaca. Die sind sehr gut im Marketing. Vielleicht hast du vor diesem Video auch, das kann ich nicht beeinflussen, Werbung gesehen, vielleicht sogar von einer dieser Firmen aus Larnaca. Die sind im deutschsprachigen Raum marketingtechnisch sehr gut aufgestellt und werden auch von sehr vielen Leuten empfohlen, weil die Leute ganz gut Patte dafür bekommen, dass sie die Leute dahin schleusen. Aber je mehr Marketing die machen, je länger die am Markt sind, desto schneller sind die gewachsen. Und der Grund, warum ich diese Agentur 1 den Rücken gekehrt habe, ist, die haben so gutes Marketing gemacht, die haben so viele Leute so schnell angezogen, so viele neue Kunden bekommen, die konnten als Firma organisch gar nicht mitwachsen und deshalb ist der Service schlechter geworden. Du hast da kaum noch einen erreicht, hast nachgefragt, wolltest was, nie hat sich einer irgendwie drum gekümmert. Ich nehme denen das nicht mal übel, die haben einfach so gutes Marketing gemacht, dass sie so schnell gewachsen sind, so schnell so viele Kunden bekommen haben, dass sie organisch in ihren Prozessen und organisatorisch so schnell gar nicht mitwachsen konnten und viele Mandanten sind da auch wieder weggegangen, weil sie das gemerkt haben. Also je besser das Marketing, desto schlechter der Service. Das ist leider meine Praxiserfahrung. Und ein Punkt, Jahresabschluss für welches Jahr? Da bin ich auch ganz schön auf die Schnauze mitgeflogen. Und zwar, ich habe meine Firma im Anfang November 2018 auf Zypern gegründet und in meinem Standardpaket war halt auch mit drin der erste Jahresabschluss. So, die Frage ist natürlich, Jahresabschlussjahr, welcher Jahresabschluss für welches Jahr? Also ein Jahresabschluss dann nach 12 Monaten, also dann im November 2019 zum Beispiel, nach einem Jahr oder welcher Jahresabschluss? Die Antwort ist relativ simpel, der Jahresabschluss zum Jahresende. Zypern, ja, endet auch hier am 31.12. und zum Jahresende muss der Jahresabschluss erstellt werden. Das heißt, wenn du nach Zypern kommst und im Dezember eine Firma gründest und aufmachst, dann ist der Jahresabschluss Ende Dezember und nicht dann erst in 12 Monaten, wenn deine Firma quasi ein Jahr alt ist. Da bin ich auch drauf reingefallen. So, das habe ich bei der Agentur 1 dann auch nicht nachgefragt, weil ich es nicht wusste und nicht verstanden habe. Und dann bin ich dann irgendwann unzufrieden zu meiner Limassol-Agentur jetzt hier gewechselt. Und dann habe ich festgestellt, oh, erstaunlicherweise, für 2018, für das erste Jahr, wurde noch gar kein Jahresabschluss gemacht. So, den haben die einfach nicht gemacht. So, das muss man halt auch wissen. Okay, deshalb Jahresabschluss, welcher Jahresabschluss? Legt es bitte genau fest und fragt da explizit nach, wann die den ersten Abschluss machen. So, das war es eigentlich zu dem Thema, was dir keine Agentur je erzählen würde. Und kommen wir jetzt noch auf den wichtigsten, also auch einen wichtigen Punkt, die Do's und Don'ts. Was kannst du mit einer zypriotischen Gesellschaft machen? Was solltest du machen? Was solltest du besser nicht tun? Also die Do's. Die Dinge, die du ganz klar tun solltest. Wenn du eine zypriotische Limit hast, hier Steuerresident vor Ort bist, dann solltest du dir auch ein Gehalt als Geschäftsführer auszahlen. Logisch, weil bis 19.500 Euro ist das Einkommen, also ist das steuerfrei. Wenn du dir ein Gehalt als Geschäftsführer auszahlst, zahlst du theoretisch Einkommenssteuer, aber durch den Non-Dom-Status, ich glaube, das ist aber auch ohne Non-Dom so, bis 19.500 Euro pro Jahr Gehalt ist das Einkommen steuerfrei. Wenn du darüber kommst, zahlst du auf dein Gehalt Einkommenssteuer. Das solltest du vermeiden, das willst du vermeiden. Von daher bitte maximal so um die 19.500 Euro pro Jahr an Gehalt dir selber auszahlen als Geschäftsführer. Und auf dieses Gehalt zahlst du ein bisschen SIC, das ist Social Insurance Costs, Social Insurance, Sozialversicherung, deutlich weniger als in Deutschland. Du kommst nicht drum rum, aber es ist auch fair, das zu zahlen. Also ganz ehrlich, ein bisschen was ins Sozialsystem, weil theoretisch bist du ja auch im zypriotischen Sozialsystem drin, auch wenn du davon wahrscheinlich nie Gebrauch machen wirst. Aber es ist fair, ein bisschen was reinzuzahlen und du bist einkommenssteuerfrei auf bis zu 19.500 Euro deines Gehaltes. Was beschwerst du dich? Der nächste Punkt ist immer die Frage, was kannst du absetzen, was kannst du nicht steuerlich absetzen. Wir kommen aus Deutschland, wir sind hohe Steuern gewohnt, wir sind es aber auch gewohnt, dass wir all möglichen Scheiß irgendwie absetzen können, sei es Werbungskosten, Firmenwagen oder sonst was. Bist hier auf Zypern, du zahlst nur 12,5% Steuern. Musst du auf Krampf jeden Scheiß absetzen? Nein, weil es auch Aufwand ist, für dich organisatorischer Aufwand. Was kannst du nicht absetzen? Zum Beispiel, ich werde oft gefragt, ja, Firmenwagen, kannst du den absetzen? Die Antwort aus unserer Sicht ist nein. Grundsätzlich kannst du einen Firmenwagen auf Zypern absetzen, aber wenn du Handwerker bist und einen Pickup fährst oder einen VW-Bus fährst und das wirklich
richtig begründen kannst, warum du das als Firmenwagen brauchst, dann kannst du das machen. Wenn du jetzt als Consultant, als Freelancer, als Berater nach Zypern kommst und deinen 5er BMW absetzen möchtest als Firmenwagen, so wie du es aus Deutschland gewohnt bist, das funktioniert auf Zypern nicht. So ein Auto bekommst du nicht abgesetzt. Aber wie schon gesagt, du zahlst nur 12,5% Steuern. Brauchst du das? Meiner Ansicht nach nicht wirklich. Der coole Punkt jetzt aber, Reisekosten kannst du absetzen. Das bist du als Consultant, Coach, Trainer, wie auch immer, bist du das gewohnt, Reisekosten abzusetzen. Und hier hat Zypern den Vorteil, dass du auf Zypern alle Reisekosten absetzen kannst. Das heißt, also jede Reise, bei der du Zypern verlässt, ist eine Geschäftsreise. Verstanden? Du kannst alle Reisekosten absetzen. Praxisbeispiel, ich war mit meiner Freundin jetzt vor 2 Monaten, wir waren 3 Wochen in den USA, in Florida und New York. Die Reisekosten sind Geschäftsreisekosten. Und das Schöne ist, konnte die Flüge, Hotels, alles aus unversteuertem Geld bezahlen, weil wir eine Geschäftsreise in die USA gemacht haben. Wer soll dir denn auf Zypern nachweisen oder jemals nachfragen, dass du in den USA dann zum Beispiel nicht aktive Kundenakquise gemacht hast? Das macht niemand. Also von daher, das Gute ist, jede Reise ist auf Zypern aus zypriotischer Sicht eine Geschäftsreise. Das ist wieder der Vorteil. Und dann der Bürokram, das Kleinzeug, das kannst du natürlich auch absetzen. Du kannst dein MacBook absetzen, wenn du dir auch mal eine Drohne hier von DJI kaufst, wenn du zu Ikea fährst, ein Sofa kaufst, Möbel privat oder so. Das kannst du alles als Office-Equipment oder sowas absetzen, das ist gar kein Problem. Also hauptsächlich Einrichtungsgegenstände, Möbel oder Technikspielkram, Computerzeugs oder sowas. Ich meine, wir haben ja sowieso nicht so viele Sachen abzusetzen als Berater. Okay, nächster Punkt. Das solltest du auf keinen Fall tun. Das ist jetzt die vorletzte Folie. Eine Sache solltest du auf keinen Fall tun, das habe ich probiert. Und ich saß auch, als ich dann am Auswandern war, Ende 2018 mit einem Steuerberater in Hannover zusammen, der von einem Freund empfohlen wurde. Und wir haben dieses Thema diskutiert und ich habe für die Beratung Geld bezahlt und er hat mir gesagt, mach das nicht. Was hatte ich vor? Ich wollte mich in Deutschland für mein letztes Jahr 2018 arm rechnen. Und arm rechnen war bei mir so gedacht, okay, ich wandere im Oktober 2018 nach Zypern aus und ich habe in dem Jahr von Januar bis Oktober 2018 als freiberuflicher Berater in Deutschland noch Umsätze gemacht. Was ich machen wollte, okay, ich hatte ab Anfang November meine zypriotische Firma und ich wollte das so verrechnen, dass meine ganzen gemachten Umsätze aus Deutschland für dieses Jahr, für 2018, noch in die zypriotische Firma reingerechnet werden und ich das schon zypriotisch abrechnen kann, quasi Steuern sparen kann. Wie schon gesagt, ich saß in Hannover entgeltlich mit einem Steuerberater zusammen, der hat gesagt, nein, mach das nicht, das kriegen wir nicht hin. Bei jeder Überprüfung vom Finanzamt fliegt dir das vor die Füße, das zerreißt dich. Du kannst das, wir haben wirklich eine Stunde diskutiert und wir sind beide dann zum Entschluss gekommen, wir können es nicht begründen, warum wir diese Gewinnverschiebung aus Deutschland nach Zypern machen. Das heißt, mach das bitte auf gar keinen Fall, dass du versuchst, unterjährig noch deine Gewinne aus Deutschland in die zypriotische Limited reinzuschieben und dann auf Zypern gleich schon Steuern zu sparen. Das letzte Jahr in Deutschland, rechne es sauber ab, sei compliant. Wenn du da irgendwas versuchst mit Hin- und Herrechnen und Gewinnverschiebung und dies, das und jenes, das fliegt dir auf die Füße beim Finanzamt bei jeder Überprüfung. Von daher mach das bitte nicht, mach einen sauberen Abschluss in Deutschland und fang dann in Zypern quasi neu bei Null an, ohne irgendwelche schwierigen Altlasten. So, das war's von meiner Seite. Wenn du diese Regeln befolgst, wirst du 100%ig Erfolg haben mit deiner zypriotischen Limited. Ich würde dich bitten, wenn dir das Video gefallen hat und gute, wertvolle Informationen gegeben hat, dann like und abonniere das Video bitte. Denn wenn du abonnierst, nächste Woche wird es richtig spannend. Da kommt dasselbe Video, die zypriotische Limited, raus. Aber dann nächste Woche haben wir die deutsche Brille auf. Das heißt, kann ich eine zypriotische Limited aus Deutschland heraus betreiben und wenn ja, wie geht das? Von daher wird es dann nochmal richtig spannend, deshalb liken und abonnieren bitte nicht vergessen, die Glocke anhauen, so dass du dann erinnert wirst, wenn eine automatische Erinnerung bekommst, wenn nächste Woche das Video rauskommt. So, ich hoffe, ich konnte dir hier helfen und ja einfach einen realistischen Einblick geben in eine zypriotische Limited, was du damit machen kannst, was du nicht mitmachen kannst, welche Dinge du beachten solltest und worauf es beim Auswandern nach Zypern und der Gründung einer Limited ankommt. Wenn du dich hier grob an diesen Leitfaden hältst, es ist ein grober Leitfaden, garantiere ich dir, du wirst 100% Erfolg haben mit deiner zypriotischen Limited, du wirst bei deiner Auswanderung 100% Erfolg haben.
Von daher, das war's für heute. Wir sind bei weit über 40 Minuten. Ich wollte es kürzer halten, aber es gibt einfach so viel zu erzählen. Von daher, mein Name ist Sören Hinkel, ich bin ein Consulting Coach. Ich lebe auf Zypern, ich liebe Zypern und ich helfe angestellten Beratern in die Freiberuflichkeit und ich helfe freiberuflichen Beratern bei der Steueroptimierung und Auswanderung nach Zypern. Deshalb meine Kontaktdaten sind unten verlinkt. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Anregungen hast, kommentier es gerne in die Videos unten im Kommentarbereich. Kontaktdaten sind verlinkt, Xing, LinkedIn, Instagram, Facebook. Du kannst mich gerne anschreiben und ich bin da gerne behilflich. Ich helfe jedem gerne, der sich für Zypern interessiert und auswandern möchte. Von daher, das war's von mir für heute. Ich hoffe, ich konnte hier helfen und ich freue mich von dir zu hören. Mach's gut.